Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nats Küche. Ich habe ein Lieblingsgericht. Wenn ich Freunde zu uns zum Essen eingeladen habe, stand es meistens im Mittelpunkt auf dem Esstisch. Das ist nämlich Scherrippchen süß-sauer. Es ist super lecker und zu kochen ist das überhaupt nicht kompliziert. Ich möchte euch heute überzeugen. Na, dann los! Zuerst den Ingwer großzügig in dicken Scheiben schneiden. Habe 1 Kilo Scherrippchen beim Metzger gekauft und gebeten, die Rippchen quer zu den Knochen in der Mitte durchzusägen. Jetzt in einzelne Rippchen zerschneiden. Einen Gewürzbeutel vorbereiten. 5 Gramm Zitronenpfeffer, 2 Lorbeerblätter, 2 Stern Anis, alle Gewürze in einen Teebeutel füllen, und zuknoten. Wasser in einen Topf zu kochen bringen. Die Rippchen schon mal vorkochen. Dabei werden Blut, Dreck und Fett von der Oberfläche der Rippchen entfernt. Rippchen mit einem Sieb aus dem Wasser nehmen. Bitte achten, die Rippchen dabei möglichst gut abtropfen, um das Spritzen beim Braten zu mindern. Reichliches Öl in den gehitzten Schmortopf rein, 3 Esslöffel Rohrzucker dazugeben, bei hoher Hitze ständig rühren, bis der Zucker komplett geschmolzen ist, also karamellisiert. Die Rippchen in den Topf geben. Halt, hier ist sehr gefährlich. Das Öl spritzt ganz heftig. Hab Topfdecke als Schutzschild genommen. Die Rippchen gut anbraten. Rühren. Die Ingwerscheiben rein. 2 Esslöffel Maggi-Würze. 3 Esslöffel Essig dazu. (1,2 Liter kochendes Wasser übergießen. Gewürzbeutel in den Topf geben, Decke drauf, das Ganze zum Kochen bringen. Dann bei mittlerer Hitze 35 bis 40 Minuten köcheln lassen. Ein halber Teelöffel Salz, ein Esslöffel dunkle Sojasauce, die Soße bei starker Hitze ohne Deckel ca. 10 Minuten reduzieren. Wieder ein Esslöffel Essig dazu, weil der reingegebene Essig beim Kochen fast verdampft ist. Dann unter Rühren weiter kochen, bis die Soße dickflüssig ist und sich Blasen bilden. Vor dem Servieren die Rippchen mit der Soße überziehen. Zum Schluss noch mit dem gerösteten Sesam bestreuen. Das Gericht ist jedes Mal bei meinen Freunden gut angekommen. Davon waren sie sehr begeistert. Ich schlage euch vor, probiert mal raus, Scherrippchen süß-sauer zu kochen und ich hoffe, dass ihr bei eurer Familie oder Freunde ein Wow bekommt. Dann sagen wir zum Schluss, bis bald!